In der folgenden Übung lernst du deine Fechtstellung und die weiteren Beinpositionen am Beispiel von kleinem und kurzen Ausfall sowie dem hinteren Kreuzschritt. Ich werde dir die Übung zuerst komplett zeigen und dann schauen wir uns die Teilabschnitte der Übung an. Am Ende zeige ich dir die Übung dann nochmal komplett. Gut, hier kommt jetzt erstmal die Übung komplett. Schau sie dir ordentlich an und probiere dich auf alle Aspekte der Bewegung zu konzentrieren. Wir nennen die Übung bei mir an der Schule Positionen 1 bis 4. Das heißt, die Übung besteht aus 4 verschiedenen Beinpositionen, die dir helfen, deinen richtigen Stand in verschiedensten Varianten zu finden. Bevor wir allerdings mit der Übung beginnen, lernst du von mir erstmal eine Variante, die Arme hinter dem Rücken so zu verschränken, dass während der gesamten Übung dein Rücken möglichst gerade bleibt. Fasse dazu mit deiner rechten Hand in die Armbeuge deines linken Armes von innen. Danach fährst du mit der linken Hand an deinen rechten Ellenbogen. Nun hast du folgende Haltung eingenommen. Diese Haltung sorgt dafür, dass du einen schönen geraden Rücken hast. Legen wir los. Als erstes bildest du ein L mit deinen Füßen. Achte hierbei darauf, dass sich die Hacken hinten nicht kreuzen, sondern wirklich Hacke an Hacke ordentlich und gerade stehen und du einen schönen rechten Winkel hast. Senke dich nun etwas in die Knie, dazu kannst du ruhig etwas abfedern. Beachte hierbei, dass deine Knie jeweils Richtung deiner Fußspitzen zeigen und im Senken deine Knie aber nicht über die Fußspitze hinausgehen. Das ist quasi deine Position 0, also die Ausgangsposition. Kreuze jetzt mit deinem Vorderfuß leicht an deinem Hinterfuß vorbei. Dies ist die Position 1 und aus dieser Position versuchst du mit einem angenehmen Schritt vorwärts in die Fechtstellung zu kommen. Die Fechtstellung ist deine Position 2. Übe jetzt als erstes immer wieder diesen Übergang aus der Position 0 in die 1 und die 2, denn die Position 2 ist deine Fechtstellung und für dich erstmal die wichtigste Stellung, die du lernen musst. Probiere dabei in jeder der 3 Positionen immer wieder etwas zu federn und in die Knie zu gehen, um die Flexibilität und Mobilität deiner Knie zu spüren und zu verbessern. Mache das so lange, bis du einen Stand in der Position 2 gefunden hast, in dem du dich wirklich sicher und angenehm fühlst. Die Position 3 ist ein kurzer Ausfall. Den Ausfall hatte ich dir ja in den vorigen Videos schon mal erklärt, wie er gemacht wird. Hebe deinen Vorderfuß an und strecke dein Hinterbein explosiv. Beim kleinen oder auch kurzen Ausfall genannt, versuchst du quasi erstmal nur eine Fußlänge ungefähr, dich explosiv nach vorne zu bewegen. Bevor wir den längeren oder auch langen Ausfall mit hinzunehmen in die Übung, führe erstmal diesen Wechsel zwischen Beinposition 2 und 3, also der Fechtstellung und dem kurzen Ausfall, 5 bis 10 Mal durch, um erstmal ein Gefühl für die verschiedenen Schrittlängen zu bekommen. Danach bist du bereit, um auch den großen Ausfall zu üben. Probiere hier
ganz wie du es körperlich schaffst, einfach den Ausfall um einen kleinen Schritt zu erweitern. Du musst dabei bedenken, dass die Länge deines Ausfalls sich immer danach richtet, wie athletisch, wie sportlich du bist. Das heißt, deine Ausfälle werden mit mehr Training viel sicherer und auch viel weiter werden. Allerdings brauchen wir im historischen Fechten keine so großen Ausfälle, wie wir sie heute im olympischen Fechten sehen. Wenn du auch den großen Ausfall geübt hast, kannst du probieren, immer wieder zurück in die Grundstellung zu gehen, also die Position 0 und dann die Position 1 bis 4 flüssig, aber trotzdem langsam zu nutzen, um einfach gut und besser in der Bewegung zu werden. Und denke dran, die wichtigsten Positionen für uns sind erstmal die Fechtstellung, also die Position 2 und der kurze Ausfall. Für ein besseres Verständnis dieser Übung möchte ich dir die Übung auch nochmal aus einer Seitenansicht zeigen. Ja, also das Eindrehen in die L-Stellung, ein leichtes Federn in den Knien, die Beinposition 1, mit einem lockeren Schritt in die Beinposition 2, also deine Fechtstellung gehen und dann einen explosiven kurzen Ausfall und mit einer kleinen Erweiterung der Schrittlänge in den langen Ausfall. Und nun kannst du einfach die Beinposition 1 bis 4 immer wieder üben, sodass du eine optimale Fechtstellung und vorerst einen optimalen kleinen oder kurzen Ausfall beherrscht. Sobald du die Übung auf deiner starken Seite einige Male gemacht hast, kannst du auch mal andere Armhaltungen ausprobieren, wie diese hier. Also einfach mal die Hände in die Hüfte nehmen, probieren den Rücken gerade zu lassen. Oder auch eine fechterische Haltung, nämlich die leere waffenlose Hand auf den Rücken und den Waffenarm in Linie nach vorn. Diese Fechthaltung sollte das Ziel dieser Übung sein. Sobald du dich in der Übung sicher fühlst, kannst du Variationen reinbringen, vor allem indem du beim Ausfall deinen Arm gleichzeitig mitstreckst. Ja, das symbolisiert schon mal das Strecken des Arms mit der Waffe im Stoß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Schau dir die Übung gern zu Ende an, übe fleißig und bis zur nächsten Lektion.